Mit einem Warnstreik haben die Beschäftigten in deutschen Seehäfen heute die Abfertigung weitgehend lahmgelegt. Dadurch wurde die ohnehin schon angespannte Lage dort noch einmal verschärft. Denn infolge der Corona-Pandemie warten immer noch Dutzende Schiffe in der deutschen Bucht auf ihre Abfertigung. Mit dem Warnstreik wollen die Hafenarbeiter den Druck vor der nächsten Tarifrunde erhöhen. Betroffen waren Wilhelmshaven, Bremen, Bremerhaven, Emden und Hamburg. Die Arbeit ruht am Hamburger Burchardkai. 7 Containerriesen werden heute in der Hansestadt erwartet. Doch seit dem Nachmittag stehen die Verladekräne weitgehend still. Wegen permanenter Überstunden und der steigenden Inflation fordern die Arbeiter höhere Löhne. Mehrarbeit ist hier ein großes Thema. Einstellungen gibt es so gut wie nicht. Und die Belastung ist sehr hoch. Es ist ein Streik zur Unzeit, sagen Arbeitgeber. Die Branche sei durch die Pandemie ohnehin angeschlagen. Viele Logistikketten seien gestört. In der deutschen Bucht stauen sich seit vielen Wochen Containerschiffe, darunter auch gut ein Dutzend besonders großer Frachter. Ihre Ladung insgesamt rund 150.000 Container. Tagelanges Ankern, bis Kapazitäten in den Häfen frei werden. Im Internet lässt sich der Stop-and-Go-Verkehr Richtung Bremerhaven und Hamburg genau beobachten. Für Experten haben sich gleich mehrere Probleme miteinander verzahnt. Die deutsche Wirtschaft leidet seit Beginn der Pandemie unter Lieferengpässen. Hinzu kommen verschiedene Containerschiffstaus, die dazu führen, dass die Zeitpläne von Reedereien stark durcheinander geworfen werden. Güter kommen erst mit Zeitverspätung, beispielsweise in Deutschland, an, und der Transport ist deutlich teurer geworden. Auch beim Weitertransport an Land hakt es. In den Häfen stapeln sich immer mehr Container. Auch Zusatzflächen für Zwischenlagerungen sind voll. In vielen deutschen Seehäfen haben heute Beschäftigte, wie hier in Bremerhaven, ihre Arbeit niedergelegt. Bei weiteren Streiks befürchten die Hafenbetreiber noch größere Schäden. Verdi gefährdet damit die Versorgung des Industriestandortes Deutschland und die Versorgung auch von Verbrauchern, weil Güter und Waren nicht rechtzeitig dahin kommen, wo sie hinkommen. An den Werkstoren, wie hier in Wilhelmshaven, weisen die Beschäftigten das zurück. Das machen wir ja nicht, um den Arbeitgebern irgendwie Geld abzupressen, sondern um die Lebenshaltungskosten ausgleichen zu können. Und in der deutschen Bucht warten manche Schiffe zurzeit 2 Wochen, bis sie in die Häfen einlaufen können. Ein längerer Streik würde die internationalen Warenströme empfindlich treffen.